Heute will ich dir ein schickes Linux-Tool ans Herz legen, das ich selbst viel nutze. Und zwar den Systemmonitor BTOP. Der ist zwar für die Kommandozeile, sieht aber trotzdem ziemlich cool aus und liefert praktische Infos. Das Tool teilt das Terminalfenster in verschiedene Abschnitte auf, die zum Beispiel die CPU-Auslastung, den Netzwerkverkehr, die Festplattenbelegung oder die laufenden Prozesse anzeigen. Da sehe ich zum Beispiel sofort, wenn Steam gerade ein Riesen-Update runterlädt und die Internetleitung komplett belegt ist. Oder wenn die Grafikkarte ins Schwitzen kommt und der Prozessor überhitzt. Was genau BTOP zeigt, das kann ich anpassen, so wie ich es brauche. Zum Starten öffne ich erstmal ein Terminalfenster und tippe da den Befehl BTOP. Wenn ich dieses Terminalfenster auf dem Desktop habe, dann kann ich das Programm auch mit der Maus bedienen und kann zum Beispiel links oben auf Menü klicken und über Options dann die einzelnen Module an- und abschalten. Das geht aber auch noch einfacher. Jetzt schon mal vorweg, wenn ich es wieder beenden will, drücke ich einfach STRG C. Ein Hinweis noch, bei mir wird hier auch die Grafikkarte angezeigt. Das funktioniert aber nur, wenn das Programm entsprechend kompiliert ist. Fehlt das bei dir, musst du es im Zweifel selber kompilieren. Die Blöcke in der Anzeige kann ich einzeln an- und abschalten. Mit der Taste 1 zum Beispiel die CPU-Box, mit der 2 die für den Arbeitsspeicher und die Festplatten, mit 3 das Netzwerk und mit 4 die Prozesse. Wenn ich also nacheinander 1, 2 und 3 drücke, dann zeigt BTOP nur noch die laufenden Prozesse. Oder eben, ich muss auch noch die 5 drücken, wenn ich die Grafikkarte auch noch hatte. Die jeweilige Zahl, die da zu drücken ist, um einzelne Blöcke ein- und auszublenden, die muss ich mir nicht merken, sondern sie steht direkt vor den Namen der Box klein und hochgestellt. Also zum Beispiel diese hochgestellte 1 vor CPU oder die 5 vor GPU, ihr seht das schon. Außerdem sind in diesen Boxbezeichnungen einzelne Buchstaben farbig. Die verraten, mit welchen Tasten ich das Programm steuern kann. Um zum Beispiel in der Box MEM den Bereich Disks, also die Festplatte, auszublenden, drücke ich D, also den bunten Buchstaben in Disks. Und wenn ich ihn nochmal drücke, dann blende ich die Festplatten wieder ein. BTOP bringt ein paar Presets mit verschiedenen Aufteilungen mit. Ich kann zum Beispiel einfach die Taste P drücken und damit durch die vorhandenen Presets durchwechseln. Preset 0 zeigt alle Boxen mit den Standardeinstellungen. Ich habe das zwar noch nie gebraucht, aber wenn ich wollte, könnte ich auch eigene Presets anlegen. Allerdings sind maximal 9 Presets möglich. Um ein neues Preset anzulegen, muss ich die Datei btopconf öffnen. Und die enthält bei mir standardmäßig bereits eine Zeile, die als Ausgangspunkt dient. Man sieht hier, zwischen den einzelnen Presets sind Leerzeichen, die trennen also das. Das heißt, wenn ich noch einen hinzufügen will, muss ich hinten nochmal ein Leerzeichen anfügen und ein weiteres Preset ergänzen. Ganz oben in der CPU-Box ist ein farbiges M im Menü. Das heißt, mit der Taste M kann ich das Menü öffnen und da auf Options gehen und dann gibt es 6 Reiter, in denen ich verschiedene Optionen anpassen kann. Zum Beispiel kann ich hier zwischen verschiedenen Themes wechseln oder transparenten Hintergrund einstellen, sodass das Hintergrundbild durchscheint. Auch ganz praktisch finde ich, wenn Programme mal hängen, kann ich BTOP verwenden, um sie zu beenden. Dazu schaue ich dann in die Prozessliste und die ist ja ziemlich lang. Das heißt, es ist dann ganz praktisch, erstmal 2 und 3 zu drücken, um den Bereich MEM und NET auszublenden, damit die Prozesse mehr Platz haben. Dann drücke ich F, damit kann ich die Prozessliste filtern und tippe die ersten Buchstaben des Programms, was ich suche. Also keine Ahnung, Steam, dann drücke ich STE und dann tauchen schon die richtigen Prozesse auf. Mit der Taste Pfeil nach unten, also mit der Cursor-Taste nach unten, kann ich dann direkt in die Liste wechseln und da durchscrollen und den Prozess auswählen. Oder ich kann einfach mit der Maus draufklicken. Um den Prozess jetzt zu beenden, kann ich zum Beispiel T drücken. Oder wenn es ganz hartnäckig ist, kann ich K drücken. Oder ich drücke S und sehe dann einfach eine Liste aller Befehle und kann den passenden auswählen. Mit Escape komme ich jeweils wieder zurück. Ich finde, BTOP sieht schick aus und ist super praktisch. Bei mir jedenfalls hat es längst Top und Hardtop den Rang abgelaufen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch den Daumen hoch da und wenn ihr mehr Linux-Videos sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!